Gesundheit braucht Verstand und heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das sowohl die Gesundheit betrifft, aber wo viele auch drunter leiden, weil es ihr Erscheinungsbild beeinträchtigt. Finden Sie Ihr Gesicht unattraktiv? Zurückweichendes Kinn, langes Gesicht, geöffneter Mund, müde Augen? Dann atmen Sie wahrscheinlich durch den Mund und das verändert Ihr Gesicht messbar. Klingt verrückt, ist es aber nicht. Es konnte nachgewiesen werden, dass durch chronische Mundatmung Gesichtsveränderungen eingetreten sind und die Dunkelziffer ist wahrscheinlich noch viel höher. Das Tragische ist, bis zu 50% der Kinder sind auch betroffen und verfestigt sich über die Jahre. Gerade bei Kindern wäre es leicht vermeidbar und korrigierbar, aber die meisten Eltern wissen das nicht. Der medizinische Begriff dafür ist Mouth-Breathing Face und der deutsche Begriff Adenoid-Gesicht. Schon 1915 galt Mundatmung als Schimpfwort in England. Und warum? Weil die Veränderungen im Gesicht so offensichtlich sind, dass andere sie zumindest unbewusst wahrnehmen. Die Lux-Maxing-Community explodiert gerade mit über 2 Milliarden Views. Menschen schlagen sich mit einem Hammer ins Gesicht, praktizieren Bone Smashing oder zahlen 40.000 € für Operationen. Warum? Aus Verzweiflung. Dabei ist die Ursache viel simpler, eine Funktionsstörung, die sie korrigieren können. Ja, auch als Erwachsener. Während alle nur auf Knochen starren und sagen, die sind so gewachsen und da kann man ja nichts machen, wird eine entscheidende Sache übersehen, nämlich ihr gesamtes Gesicht wird von Muskeln, Faszien und Nerven gesteuert. Das sind die formenden Impulse. Nehmen wir nur mal den Unterkiefer an unserem Kopf. Der wird allein durch Muskeln und Sehnen gehalten. Ja, sehen wir hier, der hat keine Muskeln und Sehnen, also würde er den verlieren, wenn da nicht gerade hier so ein Band drin wäre, der den überhaupt festhält. Aber es geht um die gesamte Muskulatur von Gesicht, Hals, Nacken. Die spielen natürlich alle zusammen und bilden eine Einheit. Schleimhäute können abschwellen, wenn die Atmung korrigiert ist. Und die Gewebespannung im Gesicht kann sich aufbauen. Und das ist in jedem Alter möglich und natürlich trainierbar. Als Neurowissenschaftler sage ich Ihnen, Mundatmung ist keine Sache der Eitelkeit, sondern der Einstieg in eine Kaskade gesundheitlicher Probleme. Das können zum Beispiel sein Blutdruckprobleme, CMD, Tinnitus, Entzündungen im Körper. Ja, wir können das gar nicht so ohne weiteres einschätzen, was dadurch alles entstehen kann. Also müssen wir die Mundatmung sehr ernst nehmen. Machen wir jetzt mal einen kurzen Check, ob Sie ein Mundatmergesicht haben. Stellen Sie sich vor den Spiegel oder machen Sie ein Selfie von sich und betrachten Sie sich von der Seite und von vorne. Und jetzt prüfen wir gemeinsam. Ist Ihr Mund gerade geöffnet? Auch nur einen Spalt breit? Das würde auch schon ausreichen. Können Sie die Lippen ohne Mühe schließen? Haben Sie jetzt bei geschlossenem Mund das Gefühl, schlecht Luft durch die Nase zu bekommen? Haben Sie oft einen trockenen Mund? Und jetzt spüren Sie mal, wo liegt Ihre Zunge gerade? Achten Sie mal auf die Zungenspitze. Liegt die unten im Mund oder ist die Zunge zum Gaumen hin aufgerichtet? Oder berührt die Zunge Ihre Zähne? Jetzt in diesem Moment spüren Sie das mal ganz sensibel. Den meisten Mundatmern ist nämlich gar nicht bewusst, dass die Zungenspitze oben zum Gaumen gerichtet sein muss und da oben sogar anliegt. Jetzt drittens, schauen Sie sich Ihr Gesicht an. Ist das lang und schmal? In der Medizin würde man das dolichofacial nennen. Haben Sie ein etwas zurückweichendes Kinn, sodass der Unterkiefer hinter der Oberlippe nach hinten etwas verlagert ist, zeigt sich bei Ihnen beim Lächeln viel Zahnfleisch im oberen Bereich. Das sogenannte Gummy Smile. Wirkt Ihre Nase schmal, flach, wenig definiert, vielleicht so ein bisschen Hakennase oder ein bisschen Himmelfahrtsnase, beides könnte sein. Haben Sie Zahnabdrücke an oder auf der Zunge? Sind die Nasenlöcher sehr schmal und beim Einatmen ziehen die sich zusammen? Und viertens nehmen wir noch einige Merkmale mal hinzu. Haben Sie morgens einen trockenen Mund oder nachts einen trockenen Mund? Schnarchen Sie? Haben Sie Atemaussetzer? Haben Sie eine verstopfte Nase? Müde Augen? Oder sind vielleicht sogar müde morgens, wenn Sie aufstehen? Und fünftens, knirschen Sie nachts mit den Zähnen? Haben Sie eventuell Kiefergelenksprobleme, Tinnitus, schlechte Belüftung zum Mittelohr, häufige Kopfschmerzen und Verspannung im Nacken? All das hängt ganz eng zusammen und fühlt sich auf einen Ursachenkomplex zurück. Wenn Sie mehr als 5 dieser Merkmale erkannt haben, sind Sie wahrscheinlich betroffen. Lassen Sie mich jetzt mal für einige Perspektivwechsel sorgen. Ärzte sagen häufig, die Mandeln sind vergrößert und deswegen atmet das Kind durch den Mund. Oder Ihre Nase ist verstopft, zum Beispiel durch die Allergie und deswegen atmen Sie durch den Mund. Aber in der Forschung gibt es eindeutige Hinweise darauf, und wir sind übrigens auch der Meinung, dass es genau umgekehrt ist. Sie atmen durch den Mund, deswegen wuchern Ihre Mandeln. Sie atmen nicht durch die Nase, also wuchern die Schleimhäute, weil sie nicht gebraucht werden.
Der alte Spruch, use it or lose it, was Sie nicht nutzen, verkümmert. Sie müssen einfach verstehen, dass in Ihrer Nase ganz viel los ist. Das ist quasi ein Labor für uns Menschen und da wird Stickstoffmonoxid erzeugt. Das erweitert nämlich die Gefäße in den Atemwegen und dann wird sogar Antibiotika in der Nase erzeugt und es gibt ein Mikrobiom und das spielt alles zusammen und sorgt dafür, dass unser Sauerstoff auf ganz spezifische Art und Weise bearbeitet wird, bevor er letztlich tief in unseren Körper eindringt. Alles zusammen sind Teile unseres Immunsystems und bei Mundatmung, diese Mechanismen werden ausgehebelt. Die Folge: mehr Infekte, chronische Entzündungen, geschwollene Mandeln. Gleichzeitig führt Mundatmung zu einer Vorverlagerung des Kopfes. Der Kopf wiegt etwa 5 bis 6 Kilo und jeder Zentimeter mehr Vorverlagerung bedeutet mehr Belastung auf Ihren Nacken, auf die Muskulatur des Nackens und auf die Wirbelsäule. Diese Fehlhaltung zieht den Unterkiefer noch mehr nach hinten, verengt die Atemwege, ein Teufelskreis mit Fehlbelastung und Fehlinformation auf das gesamte Nervensystem. Und genau hier liegt die Lösung. Wenn falsche Funktion zu veränderter Form führt, dann kann eine richtige Funktion die Form auch wieder zum Positiven verändern. Und das in jedem Alter. Am Anfang haben wir ja gesagt, wenn der Unterkiefer rückverlagert ist, das was mit Muskulatur zu tun hat, also mit Funktion zu tun hat. Der Unterkiefer wird ausschließlich durch Muskeln geführt. Die wahren Ursachen liegen tiefer in dem, was wir als triadische Funktionsstörung bezeichnen. 3 Funktionen, die ganz eng zusammenspielen. Erstens, nicht nur, ob Sie durch Nase oder Mund atmen, sondern wie Sie das tun. Bei richtiger Atmung senkt sich das Zwerchfell, der Bauch wölbt sich, die Rippen weiten sich. Beim Mundatmen flache Atmung, die Schultern sind vorgefallen und der Nacken ist verspannt. Die zweite wichtige Funktion, das Schlucken. Sie schlucken etwa bis zu 2000 Mal am Tag und das meistens komplex unbewusst. Bei korrektem Schlucken liegt die Zungenspitze oben am Gaumen und hinten im Mundbereich, also über der Zunge, bildet sich im Mund Unterdruck. Dieser korrekte Ablauf ist ein dominanter Einfluss für die Zentrierung des Unterkiefers. Die Zunge liegt schlaff im Mund, der Unterkiefer rutscht nach hinten, die Sensibilität im gesamten Mundraum ist ganz stark herabgesetzt. Das heißt, es kommt gar keine richtige Nerveninformation mehr an, zumindest nicht so, wie sie sein sollen. Und von da ausgehend stellt sich die gesamte Muskulatur schlaff tief in den Rachen, aber auch die Schultern und letztlich, ihr glaubt es nicht, im gesamten Körper. Ja, und drittens wäre es die Kopfbalance. Ein zentrierter Kopf ist aufgerichtet auf der Wirbelsäule. Er schafft eine Orientierungsfunktion für den gesamten Körper und eine statische Ausrichtung. Und beim Mundatmen immer eine Fehlhaltung des Kopfes. Eines der häufigsten Fehlhaltungen ist die, dass sich der Kopf nach vorne schiebt, um die Atemwege quasi steiler zu stellen. Also sie öffnen sich dann besser, aber die Möglichkeit, durch die Nase zu atmen, wird mehr behindert. Die Muskulatur, die den Kopf eigentlich hält und balancieren soll, ist verkümmert und fehlkoordiniert. Diese 3 Funktionen arbeiten koordiniert zusammen. Stimmt eine nicht, funktionieren auch die anderen nicht korrekt. Deswegen reicht es nie aus, an einem Symptom zu arbeiten, sondern an dem koordinierten System. Aber wie kommt es überhaupt zu diesen Fehlfunktionen? Und das beginnt meist schon im frühesten Kindesalter. Eine mögliche Ursache, eine vermeintlich unscheinbare Fehlbildung und damit auch oft übersehen, das zu kurze Zungenband. Hier ist die Zunge buchstäblich am Mundboden festgekettet, kann daher ihre Funktion anatomisch nicht korrekt ausüben und erreicht den Gaumen nicht. Selbst viele Erwachsene wissen nicht, dass sie betroffen sind. In einem solchen Fall dann aber notwendig eine kleine chirurgische Durchtrennung, die Phrenotomie, gefolgt von Training der Funktion, die die Zunge nie lernen konnte. Aber auch viel simplere Dinge sind Ursache. Beim Stillen zum Beispiel müssen verschiedene Muskeln in einem Wellenmuster arbeiten. Die Zunge lernt dabei ihre wichtigste Funktion, das Melken. Sie presst sich wellenförmig an den Gaumen, erzeugt Unterdruck, formt dabei den Gaumen aus, nämlich breit und U-förmig, so wie er sein muss. Also sie sorgt dafür, dass der Gaumen zur Seite wachsen kann und nicht hoch auswächst, wie es bei vielen ja hinterher aufgrund des Einflusses auf das Wachstum passiert. Flaschenfütterung ist kein Ersatz dafür. Nur wenige Muskeln sind dabei aktiv. Die Zunge lernt nie ihre richtige Funktion. Stillen ist das Training fürs Leben. Dann kommen ganz spezielle Heavys dazu. Schnuller schädigen das gesamte System. Die Zunge wird von diesem Teilchen, was da in den Mund geht, vom Schnuller nach unten gedrückt, kann ihre formende Funktion am Gaumen jetzt nicht mehr ausführen. Daumenlutschen hat denselben Effekt, egal in welchem Alter und welcher externe Störreiz in den Mund eingebracht wird. Er unterbricht die physiologische Funktion und wir brauchen Kompensationen, um das noch auszuführen, was wir ja unbedingt brauchen, also Atmung, Schlucken zum Beispiel. Solche Störreize sind zum Beispiel aus Fingernägelkauen und die sind manchmal bei Erwachsenen noch sichtbar.
Quetschis, diese Obstbreie aus der Tüte, kein Kauen, kein Schlucken, nur ein Ding im Mund, das die Zunge in ihrer Bewegung einschränkt. Schnabeltasten verhindern das genauso. Sogar Strohhalme, wenn sie ständig genutzt werden, trainieren sie die falschen Bewegungen im Mund- und Rachenraum. Hinzu kommen noch ganz spezielle moderne Lebensweisen. Kinder schauen stundenlang auf ihr Handy, bewegen sich wenig. Und Bewegung wirkt auf die Muskulatur und selbstverständlich auch auf die Atemmuskulatur oder die Funktion, die wir für unsere Körperstabilität brauchen. Das Problem ist, jede Fehlfunktion verstärkt eine andere. Bedeutet, ein Kind, was durch den Mund atmet, bekommt häufiger Infekte. Die Mandeln schwellen an. Die Schleimhäute in der Nase verdicken sich, die Nasenatmung wird noch schlechter und das Kind befindet sich in einem Teufelskreis. Bevor ich gleich zu den Lösungen komme, müssen wir uns noch mit einigen gefährlichen Trends beschäftigen, die gerade hochviral gehen in den sozialen Medien. Einige haben zwar das Problem der Mundatmung erkannt und auch die Folgen, die sich daraus ergeben, aber nicht die Ursachen dafür, wie die Probleme überhaupt zustande gekommen sind, dass ich durch den Mund atme. Zum Beispiel Ewing, bekannt nach Dr. Mew. Seine Idee klingt simpel. Zunge an den Gaumen und ihr Kiefer wächst vor. Millionen glauben daran. Aber die American Association of Orthodontics sagt, die wissenschaftliche Beweise seien dünner als Zahnseide. Das Problem mit Ewing ist nicht, dass die Zungenposition unwichtig wäre. Im Gegenteil. Aber es ist nur ein Teil eines komplexen Systems. Isoliertes Zungentraining ohne Korrektur von Atmung und Schlucken bringt wenig und kann sogar schaden. Zähne lockern sich, CMD entsteht, die Bisslage verschiebt sich, das triadische System gerät aus dem Gleichgewicht. Und jetzt kommt der richtige Hammer, der noch viel gefährlicher ist. Bone Smashing. Menschen schlagen sich wirklich mit dem Hammer ins Gesicht. Die Theorie, kleine Frakturen, also kleine Zertrümmerungen, Mikrofrakturen sollen Knochenwachstum anregen. Die Realität: Hirnerschütterung, Nervenschäden, dauerhafte Verletzungen mit Langzeitwirkungen. Und selbst wenn es funktionieren würde, was es nicht tut, würden sie nur die Form ändern, aber nicht die Funktion. Die Probleme kämen ohnehin wieder zurück. Besonders tragisch ist, dass diese falschen Versprechen in toxischen Online-Communities wie die Lux Maxing Scene verbreitet werden. Dort verwenden junge Männer Begriffe wie Mobbing, um andere mit ihrem Aussehen dominieren zu wollen. Sie streben nach dem Gigachat, einem unrealistischen Ideal mit übertrieben ausgeprägtem Kinn. Viele in diesen Kreisen, die sich selbst Incels nennen, glauben, ihr ganzer Lebenswert hänge von Millimeter Kiefervorsprung ab. Die Communities propagieren aber nicht nur Mewing, sondern zeigen auch stundenlanges Kauen auf wirklich harten, echten Gummi, also auf so Gummiklötze, um ihre Jawline zu verbessern, also die Kieferlinie dominant im Gesicht auszuprägen. Sie reduzieren komplette menschliche Beziehung auf Kieferwinkel und Kinnvorsprung. Das Tragische, viele dieser jungen Männer haben tatsächlich ein Mouth-Breathing-Face. Aber statt die echte Ursache zu behandeln, foltern sie sich mit gefährlichen Methoden und zerstören dabei ihre psychische und ihre physische Gesundheit. Die Ironie: während sie von genetischer Überlegenheit fantasieren, ist ihr Problem oft nur eine korrigierbare Funktionsstörung aus der Kindheit. Sie könnten tatsächlich etwas ändern, aber nicht durch Hammer und Kaugummi, sondern durch systematisches Training der elementarsten Basisfunktion. Mouse-Taping, ein aktueller neuer Trend, gerade im Mainstream, weil er durch Fußballspieler vorgestellt worden ist. Menschen kleben sich nachts den Mund zu, um Nasenatmung zu erzwingen. Eine Studie von 2025 warnt davor eindringlich: Erstickungsgefahr bei verstopfter Nase, tödliche Gefahr beim Erbrechen, Panikattacken, und es behandelt wieder nur das Symptom. Der eigentliche Funktionsmechanismus, der ursächlich dafür ist, dass der Mund geschlossen bleibt, der wird damit nicht angesprochen. Machen wir es jetzt noch mal deutlich am Schluck. Wir schlucken ja etwa 2000 Mal am Tag. Und wenn die Zunge in unserem Mund nicht so richtig funktioniert, drückt sie mit 500 Gramm Kraft gegen die Zähne. 2000 Mal. Das addiert sich zu 10 Tonnen am Tag auf. Das sind fast 1,5 Elefanten. Also statt zum Gaumen, wo es eigentlich hingehören würde, die Zungenspitze, die Zunge hingehören würde, um den Gaumen auch zu formen, unter anderem, aber auch den Schluckakt korrekt auszuführen, drückt jetzt die Zunge gegen die Zähne mit fatalen Folgen, nämlich dass die Zähne sich verschieben und sich der Kiefer schmal ausbildet und dann alle zum Kieferorthopäden rennen und hoffentlich denkt der daran, dass es eine Ursache gibt. Und biegt nicht nur mit Spangen und Klammern die Zähne gerade. Also insgesamt ein Dominoeffekt. Die Fehlbelastung verschiebt nicht nur die Zähne, lässt nicht nur den Kiefer schmal wachsen, die gesamte Muskelkette, vom Kiefer über den Hals bis zum Nacken, arbeitet falsch. Der Unterkiefer, der ja nur von Muskeln gehalten wird und maßgeblich von der Zunge geführt wird, rutscht millimeterweise in die falsche Position. Das Kinn flieht, der Hals erschlafft, das Doppelkinn entsteht. 2000 Mal täglich formen Sie Ihr Gesicht, aber in die falsche Richtung. Das bedeutet, auch 2000 Mal täglich könnten Sie es in die richtige Richtung formen. Jetzt die Frage, die Sie brennend interessiert.
Kann ich als Erwachsener noch etwas ändern? Die Antwort wird Sie überraschen. Ja klar, Ihre Gesichtsknochen sind ausgewachsen. Die dramatischen Veränderungen wie in der Kindheit, in der Wachstumsphase, wo sich der Knochen also entwickelt, die erreichen Sie nicht mehr. Grundsätzliche Veränderungen sind aber dennoch nicht auszuschließen. Das ist Fakt. Aber, und das übersehen die meisten, Mouse Breathing Face ist keineswegs nur ein Knochenproblem. Es ist ein Problem der gesamten Funktion. Erschlaffte Muskulatur vom Gesicht bis zum Nacken, angeschwollene Schleimhäute durch fehlenden Luftstrom, falsche Bewegungsmuster, die sich verselbstständigt haben, gestörte Gewebespannung im gesamten Kopf- und Halsbereich. Schauen Sie, der Unterkiefer ist ein perfektes Beispiel. Ist der einzige Gesichtsknochen, der nur durch Muskeln gehalten wird. Wenn sich die Muskelspannung und Koordination ändert, kann sich eine Position über Monate und Jahre verschieben. Aber es geht um mehr als nur den Kiefer. Studien zeigen bei 48% der Erwachsenen messbare Verbesserung durch gezieltes Training. Straffere Gesichtsmuskulatur, reduzierte Schwellungen, bessere Definition des Gesichtes. Die Weichteile machen einen enormen Unterschied für Ihr Aussehen. Denken Sie nur dran, wie anders Sie morgens nach einer schlechten Nacht aussehen versus nach gutem Schlaf. Noch wichtiger sind die funktionellen Verbesserungen. Freie Nasenatmung, besserer Schlaf, mehr Energie, weniger Kopfschmerzen, reduzierte CMD-Symptome, sogar Tinnitus kann sich bessern. All das, weil Sie die Funktion wiederherstellen und nicht an die Knochen denken. Ich habe Ihnen ja jetzt die Fakten alle erklärt und möchte Ihnen jetzt eine Lösung vorstellen, nämlich wir haben dafür die Faceformer-Therapie entwickelt und 20 Jahre lang dran geforscht. Der Faceformer trainiert alle 3 Funktionen gleichzeitig. Er ist auf neurowissenschaftlicher Basis entwickelt, ist übrigens auch ein Medizinprodukt. Mit diesem Gerät kann man etwas trainieren, was Sie eigentlich unbedingt trainieren müssen. Sie finden hier auf unserem Kanal genaue Beschreibung, wie das mit der Faceformer-Therapie funktioniert, aber nur eine Kurzfassung. Faceformer hat eine Membran, verschließt den Mundraum nach innen, damit sich der Unterdruck bilden kann, während Sie richtige Bewegungen im Mundraum trainieren. Die Nase wird gefordert, also der Mund ist geschlossen. Sie müssen durch die Nase atmen und wenn Sie jetzt sagen, es geht nicht, dann fangen Sie langsam an, von mir aus mit einem Nasenatemzug, der Ihnen gelingt und dann bauen Sie es langsam auf, bis Sie dahin kommen, dass Sie ständig durch die Nase atmen können. Da hat er hier noch so einen Lippenkeil und der baut die Sensorik in den Lippen auf. Das heißt, es gibt so geschlossene Mechanismen. Wenn ich hier an den Lippen was tue, passiert da drin auch was. Nämlich meine Zunge orientiert sich, das Gewebe, die Gewebestrukturen im Mund- und Rachenraum bekommen Spannung und so weiter. Deswegen Bewegung der Lippen an dem Lippenkeil, Lippen umschließen den Lippenkeil eng und wir machen mit diesem Gerät Übungen. Ist also nichts anderes als ein Trainingsgerät. Der Faceformer selber, von dem Besitz haben Sie gar nichts. Sie müssen was tun damit. Das Training ist relativ simpel, 3-mal am Tag, wenige Minuten, mit Spaß an der Sache durchführen und nicht sagen, ich muss schon wieder was tun. Und schon nach wenigen Wochen merken Sie erste Verbesserungen, erste Erleichterungen. Natürlich kein 100% Erfolg. Denken Sie mal, wie lange eine Kieferorthopädie zum Beispiel arbeitet, 4,5 Jahre im Schnitt. Oder wie lange es gebraucht hat, bis Sie diese Formen entwickelt haben, bis Sie die Fehlfunktionen so ausgeprägt haben, dass Sie selbst auf Ihre Gesichtsform eingewirkt haben. Dann kann man natürlich nicht erwarten, dass das von heute auf morgen funktioniert. Also man braucht schon einige Monate des Trainings. Und ich sage immer, man ist fertig, wenn man nichts mehr hat. Und das Besondere an dem Training ist, das Erreichte bleibt. Denn wir haben ja die Fehlfunktionen überlernt, könnte man sagen, und die biologischen Funktionen automatisiert, sodass sie sich immer richtig so einstellen, wie es vorgesehen ist. Und das bringt die Stabilität in ein System. Und das Beste ist, wir haben die Funktion korrigiert und nicht nur die Form. Die Form hat nachgezogen, wenn die Funktion biologisch stabil ist. Wenn Sie Kinder haben, dann hören Sie jetzt noch mal besonders gut zu. Denn gerade bei Kindern in der Wachstumsphase ist die Einflussnahme noch mal besonders intensiv und geht relativ schnell. Bei 90% der Kinder ist das Mouse Breathing Face vermeidbar und mit allen Funktionsstörungen, die sich dazu addieren, Mikroentzündungen und gibt es eine ganze Palette schiefe Zähne, wenn wir rechtzeitig handeln. Das Zeitfenster ist dabei allerdings sehr entscheidend. Bis zum 2. Lebensjahr etwa haben Kinder 50% der Gesichtsentwicklung vollzogen. Bis zum 4. Lebensjahr sind es schon 75% und etwa bis zum 8. Lebensjahr 90%. Aber auch bis zum 18. Lebensjahr sind noch skeletale Veränderungen und Einflussnahmen möglich. Schauen Sie jetzt Ihr Kind an. Hat es den Mund offen? Sabbert es? Schnarcht es? Hat es häufig Infekte? Mittelohrentzündung, Konzentrationsprobleme? Das sind keine Kleinigkeiten, das sind Alarmsignale. Die gute Nachricht, Kinder lernen neue Muster unglaublich schnell. Was bei Erwachsenen Monate dauert, geht bei Kindern in Wochen. Ihre Knochen sind noch formbar, ihre Muskeln anpassungsfähig und ihr Nervensystem plastisch. Unser Gehirn kann in dem Alter problemlos Neues lernen. Mit dem Faceformer können Kinder
ab 2 Jahren trainieren. Natürlich spielerisch. Wir haben das auf unserem Kanal in einigen Videos vorgemacht. Schauen Sie sich die mal an, wie das funktionieren kann. Denken Sie an die Alternativen. Kieferorthopädie, oft mehr als 8.000 € langjährige Logopädie, wenn nicht das Richtige gemacht wird. Mögliche Operationen und trotzdem Rückfälle, weil die Fehlfunktionen geblieben sind und damit die Ursachen weiter wirken. Oder die Ursachen bleiben lebenslang bestehen mit Auswirkungen auf Aussehen und Gesundheit. Besser jetzt etwas Zeit in ein nachhaltiges Training investieren, statt Tausende von Euro für Behandlungen zu investieren oder auszugeben und ein Leben lang voller Komplexe zu sein. Aber noch wichtiger, Sie geben Ihrem Kind die Chance auf eine normale Entwicklung. Darauf nie als Mundartner gehänselt zu werden. Darauf gesund und selbstbewusst aufzuwachsen. Was sind jetzt die konkreten nächsten Schritte? Erstens, machen Sie keine gefährlichen Experimente. Kein Hewing, kein Mouse-Taping und schon gar kein Bone-Smashing. Sie schaden sich nämlich mehr, als Sie nutzen. Beginnen Sie heute mit der Nase und jetzt, in diesem Moment, nehmen Sie Ihre Zunge an den Gaumen, schließen Sie Ihren Mund, kräftig schlucken und atmen durch die Nase. Spüren Sie den Unterschied? Diese kleine Änderung ist der erste Schritt. Drittens, beobachten Sie Ihr Verhalten. Kauen Sie an den Nägeln, ziehen Sie Ihre Lippen ein, atmen Sie durch den Mund. Ziehen Sie Ihre Wangen ein. Wie atmen Sie beim Sport? Wie ist Ihre Kopfhaltung? Auch am Smartphone, wenn Sie telefonieren. Bewusstsein ist der erste Schritt zur Veränderung. Holen Sie sich professionelle Unterstützung. Der Faceformer ist ein medizinisches Trainingsgerät. Wir haben auch eine App dazu entwickelt, die können Sie sich kostenlos aus dem Internet herunterladen und dann werden Sie genau angewiesen, wie man damit trainiert. Es wird auch alles genau erklärt, wie es genau funktioniert, welche Grundeinstellungen man braucht und so weiter. Also damit kriegt man es eigentlich gut geregelt. Es gibt aber auch Therapeuten, Behandler, die zertifizierte Faceformer-Therapeuten sind. Zu denen kann man auch hingehen, die unterstützen Sie gerne. Mit der richtigen Anleitung erreichen Sie Ihre Ziele schneller und sicherer. Seien Sie geduldig und konsequent. Rom wurde auch nicht in einem Tag gebaut. Und Ihre Gesichtsentwicklung hat sich über viele Jahre vollzogen. Und natürlich braucht es einige Zeit, bis sich da etwas korrigieren kann. Und Sie sehen erst nach einigen Monaten auch deutlichere Erfolge. Aber das Training ist erst beendet, wenn Sie das erreicht haben, wo Sie hinwollen. Lassen Sie mich jetzt zum Schluss ganz ehrlich sein. Nicht alles ist genetisch in Stein gemeißelt. Sie haben eine Funktionsstörung entwickelt, die Ihr Gesicht verändert hat. Das ist ein medizinisches Problem mit einer medizinischen Lösung. Sie sind nicht allein. Millionen leiden still, schämen sich für etwas, das sie ändern können. Die Gesellschaft ist oberflächlich. Ja, das Aussehen spielt natürlich eine zentrale Rolle, ob wir das gut finden oder nicht. Aber es geht um mehr. Es geht um Ihre Gesundheit, Ihre Lebensqualität. Die ästhetischen Verbesserungen sind ein Bonus auf die bessere Gesundheit. Sie haben jetzt das Wissen, Sie kennen die Ursachen. Sie wissen um die Lösung. Die Frage ist, was machen Sie daraus? Werden Sie in einem Jahr immer noch unzufrieden in den Spiegel schauen? Immer noch schlecht schlafen? Immer noch Kopfschmerzen haben? Oder werden Sie der Mensch sein, der das Problem sofort an der Wurzel anpackt? Tägliches Training mit einem Ziel versus Gesundheitsprobleme und lebenslange Unzufriedenheit. Die Entscheidung liegt bei Ihnen. Teilen Sie dieses Video, retten Sie andere vor gefährlichen Trends und falschen Versprechen, kommentieren Sie Ihre Erfahrungen. Wie viele Punkte hatten Sie beim Test? Abonnieren Sie für mehr wissenschaftlich fundierte Gesundheitsinformationen. Denken Sie dran, Gesundheit braucht Verstand. Und Verstand bedeutet, man setzt an den Ursachen an und nicht an den Symptomen. Und vielleicht bis zum nächsten Video und denken Sie dran, Mund geschlossen, durch die Nase atmen, Zunge an den Gaumen. Das Training beginnt jetzt mit dem nächsten Atemzug. Und ich sage wieder, tschüss für heute.